Auf ein gutes Duell. Auf ein gutes. Drawface? Ich würde gerne etwas aktivieren wollen. Klar, kein Problem. Ich habe eh keinen Effekt, den ich gerade nutzen möchte. Aktiviere den Effekt meines Krachers und füge dir 1000 Schaden zu. Alles klar, dann habe ich jetzt 7000 Life Points. Ich würde gerne was auf den Schaden aktivieren wollen. Okay. Ich aktiviere Geschwindigkeitsschubdrache. Wenn ich Effektschaden erhalte, kann ich ihn von meiner Hand als Spezialbeschwörung beschwören. Dann erhältst du den Schaden, den ich eben erhalten habe, und ich erhalte die Hälfte der Lebenspunkte, die du mir als Schaden erteilst, zurück. Alles klar, dann habe ich 7000 LP und du 7500. Ich werde gerne was auf den Schaden aktivieren, da die Heilung und der Schaden gleichzeitig passieren. Natürlich. Ich aktiviere Gorz, den Gesandten der Finsternis. Wenn ich Schaden durch einen Effekt deiner Karten erhalte, kann ich ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Danach aktiviere ich seinen Effekt, der basierend auf der Art des Schadens einen Unterschied hat. Denn ich habe nun Effektschaden erhalten, erhältst du nun auch Schaden in Höhe des Schadens, den ich soeben erhalten habe. Verstehe. Also hast du 7000 LP und ich nun 6500. Exakt. Wollen wir nun in die Standby-Phase? Nö, ich möchte was auf den Schaden aktivieren. Echo, mystischer Geist des Waldes. Wenn ich Schaden von einem deiner Karteneffekte erhalte, kann ich ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Und dann füge ich dir Schaden in Höhe des Schadens zu, den ich durch dich erhalten habe. Ebenso erhalten wir beide für den Rest des Spielzugs keinen weiteren Effektschaden. Ich würde gerne darauf anketten wollen. Ich aktiviere Achacha Chandra. Er hat einen Schnelleffekt. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der bei der Auflösung Schaden zufügen würde, kann ich ihn dann als Spezialbeschwörung beschwören und dir 400 Schaden zufügen. Möchtest du darauf reagieren? Nein. Dann kette ich einen zweiten an. Möchtest du darauf reagieren? Nein. Und zum Schluss kette ich noch einen dritten an. Möchtest du vielleicht darauf reagieren? Nein. Dann lösen wir das Ganze mal auf. 400, 400, 400. Damit bist du nun auf 5300 LP. Jupp, und dann kommt mein Echo. Du erhältst 1000 Schaden und bist damit auf 6000. Und ab jetzt gibt es keine weiteren Effektschäden. Das ist korrekt. Als nächstes aktiviere ich Strafe des Wächters und wähle mein Echo. Wenn seine Kampfposition in diesem Spielzug in Verteidigungsposition geändert wird, ziehe ich eine Karte. Aha. Oh, ich kann es einfach nicht fassen. Er versucht es immer noch, diese Wächterkarten irgendwie spielbar zu machen. Warum? Ist auch egal. Die Dinger können ja eh nix. Dann gehen wir mal in die Standby-Phase. Da ich Turnplayer bin, würde ich gerne die erste Aktion in dieser Phase durchführen. Klar, kein Problem. Ich aktiviere nun Fluch der Unterwelt. Die ändert die Kampfposition aller Monster auf dem Spielfeld von Angriffsposition in Verteidigungsposition und umgekehrt. Das ist eine normale Zauberkarte. Normale Zauberkarten können nur in der Mainphase aktiviert werden. Das stimmt, aber nicht diese. Diese kann nur in meiner Standby-Phase aktiviert werden. What the f... Wusstest du schon, dass diese Karte die einzige normale Zauberkarte in diesem Spiel ist, die in der Standby-Phase aktiviert werden kann? Außerdem ist diese Karte unheimlich verbuggt. In den meisten Videospielen kann man diese Karte nur aktivieren, wenn diese Karte vorher bereits auf dem Spielfeld gesetzt worden ist und kann niemals aus der Hand aktiviert werden in der Standby-Phase. Obwohl es diese Einschränkung überhaupt nicht hat und es auch dazu keine expliziten OCG/TCG-Rulings gibt. Sie ist einfach eine normale Zauberkarte, die nur in der Standby-Phase aus der Hand aktiviert werden kann. Es gibt zum Teil sogar Duellsimulatoren, wo die Karte einfach überhaupt nicht aktiviert werden kann, weil diese Karte einfach anscheinend zu krass ist von ihrer Funktionsweise. Ich frage mich aber, ob die Karte in Master Duel funktioniert. Spielst du eigentlich Master Duel? Nö. Ich auch nicht. Außerdem ist sie die einzige Karte, die im Effekttext das Wort vice versa, also umgekehrt benutzt, obwohl es zahlreiche Karten in dem Spiel gibt, die recht ähnlich funktionieren und sich dieses Wortes nicht bedienen. Dann ändern wir mal die Position aller Monster auf dem Spielfeld. Und ich darf durch den Effekt von Strafe des Wächters eine Karte ziehen. Draw. Perfekt. Dann würde ich gerne in die Mainphase wechseln. Yep. Ich linke dann mein Echo und meinen Geschwindigkeitsschubdrachen weg für Donner Dolchfelsel und aktiviere dann seinen Effekt, wähle ihn selbst und deinen Gorz und möchte beide zerstören. Dann aktiviere ich Blitzsturm und zerstöre alle Monster in offener Angriffsposition, die du derzeit kontrollierst. Yay. So, dann beschwöre ich meinen Inspektor Border und dann gehe ich auch in meine Endphase. Viel Spaß noch. Ich überspringe nun die Draw-Phase wegen meines Krachers. Standby-Phase, Main-Phase, End-Phase. Draw-Phase, Standby-Phase, Main-Phase. Ich beschwöre meinen Maschinenkönig Prototyp. Der erhält 100 ATK und Verteidigungspunkte für jedes andere Maschinenmonster auf dem Spielfeld.
Dann gehe ich in die Battle Phase und greife dich für 3700 Schaden an. Dann Main Phase 2 und End Phase. Draw! Draw Phase, Standby Phase, Main Phase. Ich beschwöre als Spezialbeschwörung von meiner Hand den Cyberdrachen. Gottliebig Kontaktfusion.